Hi, hier ist Kai von Donkeyfilm und ich gebe dir hier 10 Tipps, wie du auch als kompletter Anfänger und im Automatikmodus deines Smartphones viel bessere Videos produzieren kannst, die du auch für dein Unternehmen verwenden kannst. Tipp Nummer 1. Licht. Versuche möglichst mit Tageslicht zu arbeiten und vermeide Neonröhren oder Lichtstrahler direkt über deinem Kopf. Die größte Lichtquelle sollte vor dir oder seitlich von dir sein. Vermeide bitte Gegenlicht wie der Teufel das Weihwasser, denn wenn das Licht auf deine Kamera trifft, dann wirst du oder dein Produkt viel zu dunkel sein. Das Bild säuft ab. Kommt der Lichtstrahl von oben und trifft auf deine Stirn, dann gibt es hier so einen hässlichen weißen Fleck, der total überbelichtet ist und auch das sieht blöd aus. Tipp Nummer 2, benutze unbedingt ein Stativ. Bei Handyaufnahmen kannst du das billigste Videostativ nehmen, das du findest, aus dem Elektromarkt oder aus dem Fotoladen. Du kannst eine Klemme von einem Selfie-Stick oben drauf schreiben, damit deine Kamera einfach ruhig steht. Damit verhinderst du nervige Wackelaufnahmen, die extrem unprofessionell wirken. Aus dem genau selben Grund solltest du auf Schwenks, Kamerafahrten oder Zooms verzichten. Überlass solche Dinge den Profis mit einem professionellen Equipment wie Videoschienen, Glidecams, Gimbals und deren Know-how. Wähle stattdessen verschiedene Bildeinstellungen. Was Bildeinstellungen sind, dazu gleich mehr. Tipp Nummer 3. Wähle verschiedene Bildeinstellungen, um dein Video interessanter zu machen. Das bedeutet, die Kamera sollte auch immer mal wieder näher an das Geschehen rankommen und du solltest Dinge, wenn es möglich ist, auch mal von unterschiedlichen Punkten und Winkeln filmen. Klassischerweise wendest du die 5-Shot-Regel an. Dazu gibt es bald ein eigenes Video auf diesem Kanal. Wenn du dich selbst filmst, achte darauf, dass dein Kopf nicht hier abgeschnitten ist. Wenn es sich um eine Aufnahme im Querformat handelt, dann beachte die sogenannte Drittelregel. Das bedeutet, du stellst dir vor, dass dein Bild jeweils gedrittelt ist. Am interessantesten für die Zuschauer sind die Punkte, wo diese Linien sich kreuzen. Da solltest du dann stehen, deine Nase sollte in den offenen Raum hineinschauen. Tipp Nummer 4. Für einen besseren Ton versuche möglichst nah mit dem Handy ranzukommen. Noch besser ist es, wenn du dir gleich ein Mikrofon anschaffst, entweder zum Anstecken oder ein kleines Mikrofon mit Richtwirkung. Beides gibt es auch mit Anschlussmöglichkeiten fürs Handy, für kleines Geld und zum Aufstecken an eine Handyhalterung. Produktvideos oder ähnliches, wenn du sowas machst, kannst du natürlich auch nachträglich am PC vertonen. Tipp Nummer 5. Achte auf einen ansprechenden Hintergrund. Das bedeutet konkret, filme immer in den offenen Raum hinein und stell dich nicht press vor eine Wand. Achte dabei auf Gegenlicht. Der schlechteste Ort für deine Aufnahme ist, wenn du mit dem Rücken zum Schaufenster stehst. Die Kamera sollte vor dem Schaufenster stehen und du filmst in den Raum hinein. Stell dich bitte nicht press an irgendeine Wand. Ja? So hebst du dich dann besser vom Hintergrund ab, hast mehr Tiefe im Bild. Achte bei der Aufnahme auch auf Hintergrundgeräusche, Sirenenalarm, Baustellen, andere nervige Geräusche. Am besten du kontrollierst die Aufnahme direkt im Anschluss nochmal mit dem Kopfhörer. Tipp Nummer 5. Wenn du im Hochformat filmst und willst diese Aufnahme eventuell auch für YouTube oder einen anderen Kanal verwenden, der das Querformat nutzt, dann lass zu allen Seiten ein bisschen Luft, damit du im Videoschnitt dann, wenn du so ein bisschen ranzoomst und das zuschneidest, kein Problem bekommst. Wenn du sprechende Personen filmst, versuch die Kamera auf Augenhöhe zu positionieren und nicht viel tiefer. Diese Froschperspektive sieht einfach blöd aus. Tipp Nummer 6. Schalte beim Videodrehen dein Handy und alle anderen Handys im Raum auf Flugmodus. Stell dein Telefon stumm und schließ sonstige Lärmquellen aus. Zum Beispiel indem du den Stecker von Geräten ziehst, die ein lautes Brummen erzeugen, indem du Fenster, Türen und so weiter zumachst, vor allem wenn irgendwie eine Straße in der Nähe ist. Tipp Nummer 7. Geize im Videoschnitt mit Effekten. Ja, verzichte auf nervige Blenden, auf komische Effekte, auf verrückte Textanimationen. Das wirkt oft dilettantisch und so beliebig. Außerdem macht ihr das nur unnötige Arbeit. Wenn du es dir zutraust, dann füg lieber Untertitel hinzu. Die kannst du dann auf Facebook und auf Instagram verwenden, denn viele Zuschauer werden den Ton ausgeschaltet lassen, wenn sie dein Video angucken. Tipp Nummer 8. Dein Video sollte so kurz wie möglich sein. Ja, komm direkt zur Sache und konzentriere dich auf eine Kernbotschaft. Denk dran, dass du innerhalb von den ersten 2 Sekunden klar machen musst, worum es hier geht
oder zumindest Neugierde beim Zuschauer wecken musst. Das heißt, du fängst mit deinen stärksten Bildern an. Ja, wenn du das nicht machst, sind deine Zuschauer weg. Du kannst die Absprungrate gerne im Nachhinein in deinen Videostatistiken kontrollieren. Tipp Nummer 9. Vergiss nicht ein Call to Action. Fordere deine Zuschauer auf, eine bestimmte Handlung vorzunehmen, also zum Beispiel deinen Kanal zu abonnieren, den Newsletter zu bestellen, sich im Webshop ein bestimmtes Produkt anzugucken, ihren Kommentar zu etwas abzugeben, an einer Umfrage teilzunehmen oder sonstiges. Lass dir niemals die Chance entgehen, mit deiner Community auf Augenhöhe zu kommunizieren. Eventuell ist es gut, wenn dein Call to Action am Anfang des Videos steht, nicht am Ende, denn wie bereits gerade erwähnt, springen die meisten Zuschauer am Ende also noch vor dem Ende des Videos ab. Das heißt, die meisten Zuschauer, die höchste Aufmerksamkeit hast du am Anfang deines Videos. Tipp Nummer 10. Ich weiß, dass du dich vermutlich schwer tust, in die Kamera zu sprechen. Es hilft dir, wenn du dir genau einen Ansprechpartner vorstellst, also einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Zuschauerin. Stell dir jemanden vor, den du sympathisch findest, ganz konkret, auch im Raum, also jemanden, der die richtige Distanz zu dir hat. Je nachdem, wie förmlich das Video sein soll, kann es dein bester Freund oder deine beste Freundin sein, dein Nachbar oder sonst wer. Stell dir die Person wirklich im Raum vor, auf einer normalen Sprechweise. Dann verhinderst du, in die Kamera zu schreien, ja, oder dich irgendwie komisch, sperrig auszudrücken. Ja. Sprich ganz natürlich und lass dir mit allem, was du sagen willst, Zeit. Es hilft dir, wenn du vorher deinen Text 2-mal, 3-mal komplett durchsprichst. Ja, und dieses Wissen kannst du auch nutzen, wenn du einen Vortrag mal halten musst. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Schreib in die Kommentare, wenn du weitere Tipps hast, und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben gibst und wenn du diesen Kanal abonnierst.